Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Wir sind hier im Headquarter in Mühltal. Bei traumhaftem Sonnenschein. Rea beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit industrieller Kennzeichnung und das ganz besonders in der Baustoffindustrie. Und warum Kennzeichnung der Baustoffindustrie so wichtig ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Aber stopp, Safety first. Also los! Die Rea Elektronik ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten stetig gewachsen. Aus diesem Grund hat man sich dazu entschlossen, zu expandieren. Wie wir im Hintergrund live sehen, haben wir die Baustoffindustrie live vor der Haustür. Aber wofür benötigen wir den ganzen Platz? Das ist ganz einfach. Wir bei Rea machen noch alles selbst. Wir sind made in Germany. Aber jetzt lasst uns doch mal schauen, was auf der Baustelle überhaupt alles gekennzeichnet werden muss. Abwasserrohre, Drainagerohr braun. Teleskopadapter schwarz, Schwarzer Kabelkanal groß. Toilettenpapier weiß und einlagig, Rinderprofil Trockenbau, Dachlatte sägerau. Elektroinstallationsdingsbums. Schalungsträger Holz und natürlich Bier. Frank, wir haben gesehen, dass auf der Baustelle nahezu alles beschriftet wird. Es gibt kleine Beschriftungen, es gibt große Beschriftungen. Welche Beschriftungsmöglichkeiten gibt es denn eigentlich? Daniel, in der Baustoffindustrie sind die wesentlichen Codierarten neben Produktionsdaten und Chargencodes vor allem UFI-Codierung, die sogenannte Unique Formula Identification bei Gefahrstoffen. Aber auch maschinenlesbare Codes sind ein großes Thema, so der ERN13-Code, auch bekannt als Kassencode, um im Baumarkt an der Kasse die Produkte registrieren zu können. Aber lass uns doch mal in die Praxis gehen. Reich mir mal bitte die EPS-Platte. Diese EPS, extrudiertes Polystyrolplatte, auch bekannt als Styropor, gilt als besonders schwierig in der Kennzeichnung. In diesem Fall haben wir es mit einem ReaJet DOD 2.0 Large Character Printer bedruckt. Dieses Kennzeichnungssystem ist insbesondere bei widrigen technischen Umweltbedingungen, aber natürlich schwierigen Oberflächen geeignet, die Produkte entsprechend zu codieren oder Chargen zu codieren. In diesem Fall auch mit Referenzierung auf den Data Matrix Code. Man kann sagen, dass der DOD 2.0 von ReaJet ein Kennzeichnungssystem ist, das immer noch funktioniert, wenn alles andere schon lange nicht mehr funktioniert. Dies ist ein handelsübliches Ständerprofil, wie es im Trockenbau eingesetzt wird. Neben CE-Kennzeichnung und Chargenkodierung sind in diesem Fall auch ERN13-Kodierung aufgebracht, um im Baumarkt an der Kasse einen Registriercode zu haben. Aber Sie kennen das. Diese Profile sind ölig und werden bei bis zu 150 Meter pro Minute gekennzeichnet. Da kann es durchaus passieren, dass das Etikett nicht hält. In unserem Fall haben wir mit einem ReaJet HR wieder kartuschenbasierten System die Kodierung nass in nass direkt aufgedruckt. Das bedeutet, dass wir mit Schreibkopf 1 einen weißen Spiegel aufdrucken und mit dem zweiten Schreibkopf die Inhalte direkt eindrucken. Selbstverständlich sind Kodierungen, Symbolik oder auch Logos unproblematisch zu drucken. Die Problematik des Nichtvorhandenseins Etiketts ist somit nicht gegeben. Ganz auch so ist es. Wie wir beim Ständerprofil gesehen haben, ist eine qualitativ hochwertige ERN13-Kodierung für den Baumarkt elementar wichtig. Auch bei diesem Profilverbinder wird der ERN13-Code standardmäßig etikettiert. Wir haben zusätzlich das Nass-in-Nass-Druckverfahren angewendet. Das ist nicht nur extrem zuverlässig, sondern es spart auch noch sehr viel Geld. Aber meistens werden diese Profile bezüglich unverlierbarer Kennzeichnung zusätzlich kodiert. Und das ist das Stichwort Laser. Und Daniel, da bist du der Spezialist. Montagematerialien wie diese werden heute aus dem Vollen gefertigt. Sie werden gestanzt und mit einem statischen Stempel markiert. Der große Vorteil beim Einsatz des Lasers ist, dass ich jedem Produkt eine eigene Nummer vergeben kann. Und warum ist das so wichtig? Na gut, stellen wir uns doch mal vor, in 25 Jahren kracht die Decke herab und das Einzige, was sich noch an der Decke befindet, ist dieser Profilhalter. Ich will doch das Qualitätsprodukt wieder kaufen. Das habe ich verstanden. Frank, hast du schon mal probiert, eine Unterputzdose in die Wand zu friemeln? Bisher noch nicht. Ich auch nicht. Eine Lösung muss her. Eine Möglichkeit kann sein, einen Code auf ein Produkt aufzulasern.
Mit Hilfe des Smartphones scanne ich diesen Code und gelange auf die Homepage des Herstellers. Hier kann ich mir Videos oder auch Anleitungen ansehen, wie ich so eine Dose in die Wand integrieren kann. Der Laser markiert den Code in einer so guten Qualität, dass Sie mit jedem Smartphone den Code stabil lesen können. Wie eingangs bereits gesagt, ist in der Baustoffindustrie die Unique Formula Identification, sprich UFI-Code, ein ganz wesentliches Thema. Gefahrstoffe wie Außenputze, Mörtel, Fette, Öle, Bauchemikalien aller Art müssen im Consumer-Bereich ab Januar nächsten Jahres verbindlich gekennzeichnet werden. Der UFI-Code ist ein 16-stelliger alphanumerischer Code, der hier mit dem Reajet HR-System, einem hochauflösenden Kartuschensystem, gedruckt wurde. Zusätzlich haben wir auf einen 2D-Code referenziert, der dem Hersteller erlaubt, einen maschinenlesbaren Code zu integrieren, um jedes Produkt sofort mit dem richtigen UFI-Code auch matchen zu können. Ein weiterer Vorteil von dem UFI-Code ist, dass der Inhalt des Codes bei der Giftnotrufzentrale hinterlegt ist. Sollte es zu einem Zwischenfall mit dem Gefahrgut kommen, kann relativ schnell darauf reagiert werden. Abwasserrohre sind meistens aus PVC-Material. Diese sind wie in diesem Beispiel mit einem Continuous Inkjet-Druck beschriftet. Wer diese Drucktechnologie kennt, weiß, es kann bezüglich der Folgekosten durchaus mal zu Schmerzen kommen. Hier kann der Laser eine wirtschaftliche Alternative sein. Wartungsfrei, hohe Systemverfügbarkeit und vor allem keine Verbrauchsmaterialien. Die Integration des Lasers in die vorhandene Produktionslinie stellt kein Problem dar. Einer der Werkstoffe in der Baustoffindustrie ist immer noch Holz. Hier sehen wir eine Güteklasse-Markierung, die mittels CO2-Laser aufgebracht ist. Diese Markierung kann im Stillstand wie auch in der Bewegung umgesetzt werden. Aber auch eine tintenbasierte Lösung wäre ein probates Mittel gewesen. Sie sehen, in der Kennzeichnung gibt es nicht die eine Wahrheit. Reajet ist für Sie der Partner, der für Ihre Anwendung die richtige Technologie wählt. Und was hat die Toilettenpapierrolle mit Kennzeichnung zu tun? Daniel, ist ganz einfach. Alle Produkte werden gekennzeichnet, selbst das Toilettenpapier. Ein spannender Tag auf der Reajet-Baustelle geht zu Ende. Wir haben gesehen, was gekennzeichnet wird, wo gekennzeichnet wird und wie gekennzeichnet wird. Und dabei haben wir gelernt, dass UFI-Kodierungen, ERN13-Codes an der Kasse, Produkt- und Chargencodes in sehr guter Qualität elementar wichtig sind. In sehr guter Qualität zu einem bezahlbaren Preis. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie in Ihrer Kennzeichnungsanforderung auch eine Baustelle haben, kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei. Wir sagen vielen Dank Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, Wenn es wieder heißt, Kennzeichnungsprofis vor Ort.